Ja, hallo, jetzt wieder Klaus von der älteren Generation. Ich setze hier meine Lektüre der Erlebnisgesellschaft fort. Abschnitt der Erlebnismarkt und die Dynamik der Erlebnisgesellschaft. Den gesellschaftlichen Ort, an dem Erlebnisnachfrage und Erlebnisangebot aufeinandertreffen, bezeichnet Schulze als Erlebnismarkt. Dieser umfasst, wie bereits erwähnt, neben rein wirtschaftlichen auch kulturelle sowie massenmediale Erlebnisangebote. Aus der Sicht der Konsumenten ist diese Unterscheidung nebensächlich. Die strukturelle Differenzierung des Erlebnismarktes wird lediglich als Pluralisierung von Angeboten wahrgenommen. Versprechen sich die Konsumenten durch die Auswahl der passenden Angebote psychophysische Effekte, so wollen demgegenüber die Produzenten ihre Produkte verkaufen, das heißt, sie verfolgen mehr oder minder offen ein ökonomisches Interesse. Der Erlebnismarkt stellt somit eine Schnittstelle innenorientierter und außenorientierter Rationalitätstypen dar. Stoßen beide Handlungstypen aufeinander, so wird nach kurzer Zeit der außenorientierte Typ das Gesetz des Handelns übernehmen, der innenorientierte reagieren und nur durch unkalkulierbare, scheinbar irrationale Kurswechsel und Bocksprünge Verwirrung stiften. Doch auch dies lässt sich in außenorientierte Risikoberechnungen einplanen. Von der Rationalität des Erlebnisangebots wird die Rationalität der Erlebnisnachfrage in den Dienst genommen. Zitat Ende. Hier wird auch nochmals deutlich, dass Schulze die Erlebnisorientierung ausschließlich auf das Konsum- und Freizeithandeln bezieht. Die Produzenten hingegen müssen zwar der Innenorientierung ihrer potenziellen Kunden im Hinblick auf die Wahl der eigenen Strategien Rechnung tragen, jedoch basieren diese letztlich auf einer außengerichteten Interessenlage. Doch wie kommt es zur Dominanz der außenorientierten Rationalität? Innenorientiertes Handeln ist stark von subjektiven Faktoren abhängig und daher weder berechenbar noch langfristig planbar. Demgegenüber ist außenorientiertes Handeln zum einen leicht zu optimieren, da die Wirkungen im Großen und Ganzen berechenbar sind. Zum anderen handelt es sich bei den Erlebnisanbietern im Gegensatz zu den Konsumenten meist um kooperative Akteure. Dies gilt sowohl für den Bereich der Wirtschaft als auch für die Bereiche der Kulturpolitik und der Massenmedien. Aufgrund dessen, dass Kooperationen unabhängig vom Wollen der beteiligten Akteure eine Tendenz zur Selbsterhaltung inhärent ist, werden die Interaktionen zwischen Produzenten und Konsumenten mehr und mehr von den Intentionen der Akteure entkoppelt. Damit gewinnt der gesamte Erlebnismarkt eine zunehmende Eigendynamik jenseits aller Steuerungsmöglichkeiten. Dadurch, dass Akteure sich in ihrem Handeln immer stärker am Erlebnismarkt orientieren, kommt diesem eine vereinheitlichende und integrierende Funktion zu.
Der Erlebnismarkt hat sich zu einem, Zitat, der Erlebnismarkt hat sich zu einem beherrschenden Bereich des täglichen Lebens entwickelt. Er bündelt enorme Mengen an Produktionskapazität, Nachfragepotenzial, politischer Energie, gedanklicher Aktivität und Lebenszeit. Zitat Ende. Zugleich fungiert der Erlebnismarkt quasi als Ersatz für den Verlust an früheren Möglichkeiten kollektiver Selbsterfahrungen im Alltagsleben. Denn die sozialen Großgruppen der Gegenwartsgesellschaft entziehen sich mehr und mehr der Alltagswahrnehmung. Alltagserfahrungen bilden im Zuge zunehmender Differenzierung der Erwerbstätigkeit in Tausende von partikularen Erfahrungsfeldern keine Quelle mehr für ein Gemeinschaftsgefühl und ein darauf basierendes milieuspezifisches Kollektivbewusstsein. Zudem resultieren Betroffenheiten aufgrund der allgemeinen Steigerung des Lebensstandards immer weniger aus einer gleichen sozialen Lage, sodass aus diesem Grund ein kollektives Klassenbewusstsein gar nicht mehr zustande kommen kann. Die sozialen Bewegungen von heute sind hinsichtlich ihrer Themen gruppenübergreifend angelegt. Allerdings tragen sie nach wie vor zur kollektiven Selbsterfahrung bei, denn diejenigen, die sich in Bürgerinitiativen und Ähnliches engagieren, sind meist alle in einem spezifischen Milieu zuzurechnen, aber nicht einer bestimmten sozialen Lage, wie es bei der Arbeiterbewegung der Fall war. Generell haben sich die Kriterien für die Konstitution des Verhältnisses der Akteure zueinander gewandelt. Nicht mehr die soziale Lage, das heißt die Situation bedingt die Zugehörigkeit zu einer sozialen Großgruppe, sondern der persönliche Stil und damit auch der Akt des Konsumierens spezifischer Erlebnisangebote. Genau genommen entlasten also erst soziale Milieus die Akteure von den Risiken der Erlebnisorientierung, da die Produktpalette des Erlebnismarktes hier sozusagen einer Vorsortierung unterworfen wird und in Form spezifischer alltagsästhetischer Schemata Orientierung bietet. Ohne Erlebnismarkt würden wir auf eine andere Alltagsästhetik, auf andere soziale Großgruppen, auf eine andere soziale Wirklichkeit stoßen. Die Sozialstruktur der Erlebnisgesellschaft ist demnach eng mit dem Erlebnismarkt verknüpft. Denn mit dem Wechsel von der Außen- zur Innenorientierung geriet auch das alte hierarchische Gesellschaftsbild ins Wanken und die Bezugspunkte für die Einordnung anderer und die Stabilisierung von Identität änderten sich. In der Industriegesellschaft waren vor allem die Lebensbedingungen ausschlaggebend. In der Erlebnisgesellschaft hingegen sind Denk- und Handlungsmuster die zentralen Kategorien bei der Konstitution sozialer Milieus. An die Stelle einer Gemeinsamkeit des Zweckmäßigen ist eine Gemeinsamkeit des Zweckfreien getreten.
Soziale Milieus zeichnen sich nach Schulze durch typische Existenzformen und eine erhöhte Binnenkommunikation aus. Die Akteure verorten sich selbst und andere über die Feststellung von Ähnlichkeiten bzw. Unähnlichkeiten. Dazu bedarf es leicht dekodierbarer Zeichen. Schulze benennt 4 solcher Zeichenkategorien, von denen allerdings die 4. weniger offensichtlich ist und sich erst nach dem Kennenlernen herausstellte. Da haben wir den persönlichen Stil, das Alter, welches einerseits als Indikator für eine bestimmte Situationsgeschichte in Klammern Generationszugehörigkeit Klammer zu und gleichzeitig als Indikator für ein bestimmtes Stadium der Subjektivitätsentwicklung in Klammern Lebenszyklus fungiert Klammer zu. Und drittens die Bildung, die ebenfalls Rückschlüsse auf die Situationsgeschichte zulässt. Und dann haben wir viertens die Art und Weise des Situationsmanagements. Gemeint ist die Steuerung des Nahelegens und Auslösens durch das Subjekt selbst. In welche Situationen bringt sich der andere? Mit wem lebt er zusammen? Wo wohnt er? Was macht er beruflich? Welche Pläne hat er? Und so weiter. Die Art und Weise des Situationsmanagements. Gemeint ist die Steuerung des Nahelegens und Auslösens durch das Subjekt selbst. In welche Situation bringt sich der andere? Mit wem lebt er zusammen? Wo wohnt er? Was macht er beruflich? Welche Pläne hat er? Und so weiter. Diese Zeichenbündel lassen sich bestimmten Erlebnisroutinen zuordnen. Schulze führt hier den Begriff der alltagsästhetischen Schemata ein, worunter er intersubjektive Muster von Zeichenbedeutungsverbindungen versteht, die den Akteuren ganz bestimmte Erlebnisstrukturen signalisieren. Er unterscheidet zwischen Hochkultur, Trivial- und Spannungsschema, die Milieuzugehörigkeit und damit die soziale Position von Akteuren lässt dann anhand der Nähe und Distanz zu diesen 3 Schemata sich ermitteln. Schulze gelangt auf diese Weise zu 5 verschiedenen sozialen Milieus. Da haben wir also das Niveaumilieu, Nähe zum Hochkulturschema, Distanz zu den beiden anderen Schemata. Die Akteure dieser sozialen Gruppe bevorzugen überregionale Tageszeitungen, Zeitspiegel, Belletristik, musikalisch dominiert die klassische Musik. Fast alle beteiligen sich an der Hochkulturszene, gehen in Konzerte, ins Theater, ins Museum, in die Oper, in Ausstellungen, Dichterlesungen und Ähnliches. Parallelen zum Bildungsbürgertum sind hier offensichtlich. Man strebt nach kontemplativem Genuss, nach Distinktion gegenüber allem nicht-kultiviertem und nach Perfektion. Dann haben wir das Harmoniemilieu, Nähe zum Trivialschema, Distanz zu den beiden anderen Schemata, als Pendant zur eben geschilderten sozialen Gruppe lässt sich hier eine Nähe zur Arbeiterschicht konstatieren. Man liest Zeitungen der Regenbogenpresse und Bestsellerromane, hört Unterhaltung und Volksmusik, sieht Heimat- und Naturfilme sowie Game-Shows im Fernsehen.
Die Akteure des Harmoniemilieus sind sehr gemeinschaftsorientiert. Gemütlichkeit als Genussform, Harmonie als Lebensphilosophie, Anti-Exzentrizität als Muster der Distinktion. Dann drittens das Integrationsmilieu, Nähe zum Hochkultur- und zum Trivialschema, Distanz zum Spannungsschema. Seinen besonderen Charakter erhält das Integrationsmilieu nicht durch eigene Stilelemente, sondern durch die Kombination von Stilelementen anderer Milieus. Ebenso verhält es sich mit den Mustern von Genuss, Distinktion, Lebensphilosophie. Die Merkmale des Niveau- und des Harmoniemilieus fließen diesbezüglich ineinander. Und dann haben wir das Selbstverwirklichungsmilieu, Nähe zum Hochkultur- und zum Spannungsmilieu, zum Spannungsschema, Distanz zum Trivialschema. Aufgrund der Kombination zweier Schemata bezeichnet sich diese soziale Großgruppe durch einen Grenzverkehr zwischen den Zeichenkonfigurationen aus. Man hört ebenso klassische Musik wie Rockmusik. Der Besuch von Museen und Kunstausstellungen ist ebenso charakteristisch wie der Gang ins Kino oder in Diskotheken. Hinsichtlich der Muster des Genießens vermischen sich hier Kontemplation und Action. Man distinguiert sich ebenso vom Trivialen wie vom Konventionellen, und die Lebensphilosophie ist einerseits die Perfektion und andererseits der Narzissmus. Und dann haben wir noch das Unterhaltungsmilieu, Nähe zum Spannungsschema, Distanz zu den beiden anderen Schemata, orientiert sich am Spannungsschema auf der Suche nach Action als Genussform, bedient sich das Milieu mehr als jedes andere solcher Erlebnisangebote, die reines aktiviert werden, ohne ästhetische Dekodierungsarbeit verheißen, oft in Verbindung mit Unterhaltungsmaschinen. Nimmt man die Variablen Alter und Bildung hinzu, so lässt sich die Milieustruktur der Bundesrepublik Deutschland Mitte der 80er Jahre folgendermaßen abbilden. Da haben wir so auf der einen Seite die Bildung, und die unterscheidet an das Unterhaltungsmilieu und das Selbstverwirklichungsmilieu, und spaltet sich dann auf ins Niveaumilieu, ins Integrationsmilieu und ins Harmoniemilieu. Beim Alter unterscheidet Schulze grob 5 Jahre, plus minus 5 Jahre. Diejenigen, die unter 40 Jahre alt sind, von den über 40-Jährigen. Hinsichtlich des Bildungsgrades liegt die Grenze zwischen Unterhaltungs- und Selbstverwirklichungsmilieu bei der Ebene der mittleren Reife. Doch unabhängig von äußeren Kriterien der Zuordnung anderer ist im Hinblick auf die eigene Zugehörigkeit zu einem sozialen Milieu der Akteur wiederum als Wählender gefordert. Zwar konstatiert Schulze eine relativ enge Korrelation zwischen Lebensstil, Alter und Bildungsniveau, doch betont er andererseits die subjektiven Präferenzen, nach denen die Akteure ihre sozialen Kontakte frei wählen.
Zitat: Der räumliche Aktionsradius ist nun sicher unbegrenzt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung verfügt über genügend Ressourcen, um nach Belieben Lebensstil zu kultivieren und Kontakte zu pflegen. Das Telefon gibt die Möglichkeit, Kontakte auch bei räumlicher Distanz aufrechtzuerhalten. Bindende Kontakterwartungen und Kontaktverbote haben nur geringe Bedeutung. Da subjektives Erleben in den Mittelpunkt gerückt ist, steht letztlich nur das eigene soziale Milieu gewissermaßen stellvertretend für den Erlebnismarkt im Fokus des Alltagshandelns. Je mehr die Menschen begannen, sich mit Urlauben, Wochenenden, Garderoben, Autos, Fernsehangeboten, illustrierten Speisekarten, generell mit dem Erlebnisgehalt ihrer unmittelbaren Zukunft auseinanderzusetzen, desto uninteressanter wurden andere soziale Milieus. Die gesellschaftliche Großgruppenstruktur insgesamt gerät dabei völlig aus dem Blickfeld. Und damit werden auch die Relationen, in denen diese Gruppen zueinander stehen, für den Einzelnen immer unbedeutender. War es bis in die 70er Jahre hinein noch wichtig, über die kulturelle Alltagspraxis von anderen gesellschaftlichen Gruppen sich abzugrenzen, zuerst um die soziale Position in der gesellschaftlichen Hierarchie sichtbar zu machen, später dann um die normative Orientierung zu dokumentieren. So verschwand diese auf wechselseitigem Bezug basierende distinktive Alltagspraxis mit dem Übergang in die Erlebnisgesellschaft. Zitat: Nach der Bedeutungsminderung der ökonomischen Semantik und dem Bedeutungsgewinn der psychophysischen Semantik hat sich eine Struktur des Nichtverstehens etabliert, die einhergeht mit einem Rückzug sozialer Kollektive auf sich selbst. Ende Zitat. Und auch Ende des Abschnittes.